¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿De dónde vienes? De Alemania. ¿De Alemania? Sí. Bien. ¿Qué te parece si vienes viajando a Alemania? ¿De qué ruta llevas? Sí, ahora a Barichara. Okay. Sí. Im letzten Video hatte ich versprochen, euch Barichara vorzustellen. Es wird auch das schönste Dorf Kolumbiens genannt. Bereits der Weg von Bucaramanga hierher ist toll. Also bis auf die LKWs. Es geht in die Berge und vorbei am Chicamocha Canyon, der tatsächlich der zweitgrößte Canyon der Welt ist. So. Jetzt sind wir nicht ganz oben, aber da geht es noch ein bisschen höher. Höher angekommen. Und die haben hier angehalten, da habe ich hier auch angehalten. Ciao. Und es ist wirklich sehr, sehr cool hier, der Canyon. Die Trucks nerven ein bisschen, muss man halt immer draußen rumfahren, aber es geht schon. Und wir sind hier auf 1200 Meter, 37 Grad. Klebe ich da einen Aufkleber hin? Yes. Das hier ist übrigens ein Hotel. Barichara mit seinem andalusischen Baustil hat viele tolle Cafés und Restaurants und bettet sich wunderschön in die Natur ein. Es ist nicht nur sehr romantisch hier, sondern man kann hier auch gut ein paar Tage relaxen und die Seele baumeln lassen. Hallihallo, mein Name ist Ruti. Ich bin in Südamerika mit dem Motorrad unterwegs. Das hier ist Barichara. Hier war ich jetzt 6 Nächte. Super schönes kleines Dorf. Touristisch, aber nicht zu touristisch. Trotzdem guter Vibe, wie man sagt. Und wie man sieht, habe ich hier aufgesattelt. Mein Mount Moscow, so nenne ich es immer. Ja, heute Nacht hat es heftig geregnet. Man sieht hier noch die Spuren. Mein Gastvater hier, der hat gesagt, die ganze Terrasse stand unter Wasser. Also, ja, ich bin gespannt. Ich glaube, das meiste ist asphaltiert. Deswegen glaube ich, das ist okay. Eine Sache noch, meine Kamera. Wie man sieht, kein Mikrofon mehr dran. Denn ich hatte in den letzten Wochen immer schon Probleme, seitdem ich da diese krasse Regenfahrt hatte in Venezuela. Probleme mit dem Mikrofon. Und jetzt habe ich festgestellt, dass es überhaupt nicht mehr ging, dass es immer das Außenmikrofon nur aufgenommen hat. Deswegen hatte ich immer voll den schlechten Sound. Und dann habe ich das getestet am Laptop und so weiter. Ist es der Adapter? Ist es die Kamera? Was ist es? Und es ist das rote Mikrofon. Das ist ein super Mikrofon, aber ich bin natürlich auch immer im Regen gefahren. Schnee, Eis, Wüste, alles. Das soll man nicht machen. Aber trotzdem hat das Ding irgendwie 4 Jahre gehalten, 3 Jahre gehalten.
Ich glaube, das ist ganz okay für das, wie ich es behandelt habe. Jetzt ist es halt tot. Das heißt, momentan werde ich keine richtigen Sprechaufnahmen im Helm haben. Ich habe jetzt mal das Windding voll angemacht. Vielleicht, wenn ich laut rede, kann man mich vielleicht trotzdem hören. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Aber nur, dass ihr wisst, wenn jetzt weniger gesprochen wird oder weniger klar gesprochen wird, es liegt daran, dass ich kein Mikrofon mehr habe. Hier sieht man, wie doll es geregnet hat. So schön. So, ich bin in meinem Hostel angekommen. Das ist mein Zimmer. Das ist das Hostel. Hier ist auch jemand. Er malt hier die Sachen. Super cool. Mal kurz Flipflops anziehen. Kann man hier also wirklich gut. Und wenn man hier rausgeht, da steht das Moped, hier ist es auf dem Dorf, hier ist es safe. Ich habe es natürlich trotzdem abgeschlossen und abgedeckt und eingesprüht und das ist der Hauptplatz. Hier werde ich jetzt gleich mal spazieren gehen und mal gucken, was hier so geht. Guten Morgen! Heute mache ich einen kleinen Ausflug von Guadalupe, wo ich hier bin. Bike ist schon frei. Ich nehme diese kleine Tasche mit und meinen Camelback-Rucksack und fahre in Richtung eines Wasserfalls. Jetzt, wo ich kein Gepäck drauf habe, mache ich noch einmal ein bisschen Vorspannung weniger. Oh. Ein Blick aber nur. Zack. Und los geht's. Das ist der Gastgeber. Ciao. José, das ist mein Hostel. Und jetzt geht's los. So, ich bin angekommen. Hier habe ich jetzt geparkt. Bei der netten Dame und dem Pitbull, der da angeboten ist. Ja, ich kann bezahlen, was ich möchte. Das liebe ich ja, wenn die das sagen. Dann gibst du was und dann so, ist zu wenig. Egal. Auf jeden Fall, Wasserfälle sind irgendwie in diese Richtung da hoch. Man muss laufen. Und ich kann jetzt hier meine Stiefel lassen und meinen Helm lassen. Und ich ziehe mich jetzt auch um. Dann brauche ich hier nicht es ist brutal heiß, sind 30 Grad oder so. Hier sind Hühnchen. Ja. Interessant. Sie. Hier ist so ein Zaun und ihr habt gesagt, mach einfach hoch und lauf da durch. Es gibt irgendwie zwei Wege. Einmal hier hoch, kann ich dann noch hoch und muss wieder runter und dann kann man noch über die Brücke und da hoch und da geht's dann zum Wasserfall oder so. Ich habe es nicht so richtig verstanden. Guter Kaskader ist auf jeden Fall. Klingt gut. In kurzen Hosen und Schwimmschuhen und tipptopp, muss ich da nicht in der brutalen Hitze hoch. Das ist hier richtig.
hier ist jetzt so ein Schild. Steht auf 1000, 1000, 2000. Also 4200 sind 1 Euro. Ist jetzt nicht so teuer. Usted está aquí, da sind wir, wo der Porsche drauf ist. Und das hier ist die Brücke. Und direkt nach der Brücke soll jetzt der zweite Weg sein. Ja, das ist schon, wie mein Gastgeber gesagt hat, so viel Wasser ist im Moment nicht drin. Aber bis sie schon. Also es ist hier wirklich herzallerliebst. Da ist der Wasserfall, hier wohnen Leute und deswegen, die verdienen sich halt was dazu. Hier wäre jetzt auch nochmal eine Tür mit 1000 Peso. Das sind auch wieder, weiß ich nicht, 30 Cent oder so. Weil es geht immer durch Privatgrundstücke. Ich hatte schon gehört, dass das üblich ist in Kolumbien, dass auch Straßen und so durch Privatgrundstücke führen. Und wenn die Leute dann da lang wollen, sagen die Leute, ey, das ist mein Privatgrundstück. Musst du halt bezahlen. Ich hatte jetzt hier Glück, weil es keiner da und es geht jetzt irgendwie hoch zum Aussichtspunkt und da kostet es dann wohl nochmal 50 Cent, wenn jemand da ist. Einer runtergefallen. Hier ist jetzt abgeschlossen. Hier ist jetzt eine Telefonnummer. Ich rufe da mal an. Aló. Hola, estoy en quiero a Mirador y es cerrado la puerta. Ah, bueno, sí, señor. Estamos esperando 5 minutos y ya bajamos, que están aquí en la casa, sí, señor. Also er hat mir jetzt hier aufgemacht. Kostet 2050 Cent und es hat auch einen Shop hier. Habe ich ein Eis gekauft für 80 Cent oder so. Und jetzt sind seine Hunde. Gibt es hier den Mirador. Man kann da noch hochlaufen, da ist noch ein Hund. Da muss man sehr vorsichtig sein. Holy shit. Es kommt da wirklich darauf an, in welcher Jahreszeit man hier ist. Wie schon erwähnt, war bei mir jetzt kaum Wasser drin, aber die Frau vom Parkplatz hat mir Bilder gezeigt, da kommen Wassermassen runter. Also dann kannst du da mit Sicherheit nicht oben stehen, da wirst du einfach runtergespült. So, jetzt bin ich noch zu Las Gachas gefahren. Erstmal das Offroad hier
es macht mega Bock. Es ist einfach so viel geiler, ohne Gepäck zu fahren. Und auch die neuen Reifen, neue Lenkkopflager und so. Das schluckt einfach so schienbeintiefe Steine, große Steine. Schluckt es einfach so weg, merkst du gar nicht. Also merkst du natürlich schon, aber schluckt er einfach. Und auch mit der Suspension, die ich eingestellt hatte in Venezuela, das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Was ich auch gemerkt habe, wenn ich jetzt schnell fahre auf der Straße und da sind so Bodenwellen, weil meine Federung jetzt so weich ist, dann springe ich fast so immer. Also dann haut es mich so voll aus dem Sattel. Das war vorher nicht so, als das Brett hart war. Da ist es dann einfach drüber gegangen. Also man muss immer den Kompromiss suchen, aber es ist mir so tausendmal lieber. Laufe ich jetzt zu den Las Gachas und hier soll auch 15 Minuten laufen, soll aber auch kein Wasser oder wenig Wasser drin sein. Man kann ein Foto machen. Soll okay sein, hat der Typ gesagt, aber nicht super spektakulär und man kann halt auch nicht baden. Normalerweise kann man darin baden. Ich habe jetzt gesagt, ja, laufe ich halt trotzdem mal hin. Und hier kann es sein, dass ich jetzt hier nochmal bezahlen muss. 1 Euro. Aber 1 Euro ist okay. Was ist das? Buenas tardes. Bien, bien, gracias. Bueno, bienvenido. Acá le recibo 1000 pesos. So. Das sind so Wasserlöcher. Ich glaube, normalerweise sind die ganz tief und dann kannst du drin baden. Da sind Kinder, die baden da auch. Wir gehen da mal schauen. Hier so ganz tiefe Löcher. Ciao, ciao. Ich bin fix und fertig. Vielleicht ist es doch noch vom Senke, dass ich ein bisschen schwach bin. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich so krass gelaufen bin. Ja, es war steil, über 30 Grad, aber es war alles relativ kurz. Ich bin tot, ich habe Kopfschmerzen. Ja, ich muss jetzt noch was richtig trinken. Ist auch noch mal sowas beim Reisen. Die meisten Länder, also Wasser muss man natürlich immer dabei haben, habe ich ja auch immer dabei. Aber in Südamerika zum Beispiel, auch in Südostasien, ist es immer totes Wasser. Also da sind keine Mineralien drin. Nicht wie bei uns, dass das Mineralwasser ist. Das hat mit Sprudel nichts zu tun. Es ist einfach, dass da Mineralien drin sind. Und wenn du die nicht hast, kriegst du halt auch keine Energie. Und zum Beispiel, wenn du gesoffen hast und trinkst am nächsten Tag 5 Liter von diesem Wasser, weil du denkst, Wasser trinken ist gut, das hilft dir nicht. Deine Kopfschmerzen werden aber nicht weggehen, weil die Mineralien, das Salz und so, was du brauchst, ist da nicht drinne. Und natürlich, Flüssigkeit ist gut, aber du musst immer auch Mineralien zufügen. Elektrolyte, Cola, Limo, irgendwas. Salz, Zucker, sowas. Ja, ich darf jetzt zurück, wo ich geparkt habe. Dann trinke ich da auf jeden Fall schon mal eine eiskalte Cola, wenn das hat. Heute spielt Kolumbien gegen Spanien. Das guckt der. Also werde ich ihn da stören. Und dann zurück ins Dorf. Und da wird es dann nochmal vielleicht einen Büffelburger geben. Und dann war's das. Morgen geht's weiter. Vielen Dank an die neuesten Unterstützer. Hubert, Martin, Thomas, Alex und Oliver. Und es gibt auch noch was Neues. Und zwar könnt ihr jetzt Mitglied werden bei Ruthis Reisen. Unter meinen Videos oder auch auf meiner Kanalseite gibt es einen Button Mitglied werden. Da könnt ihr draufklicken
und eine Mitgliedschaft abschließen. Also eine neue Möglichkeit, mich zu unterstützen. Es wurde schon immer mal wieder in den Kommentaren von euch erwähnt, dass ich das freischalten sollte. Aber jetzt war die Gelegenheit günstig, denn YouTube zahlt mir einen kleinen Bonus für die Aktivierung. Und es gibt auch schon das erste Mitglied. Chris, du bist Mitglied Nummer 1 in Ruthis Garage. Vielen Dank. Und ich hoffe, es kommen noch zahlreiche weitere hinzu. Momentan gibt es nur eine Stufe. Wenn das gut läuft, gibt es die Möglichkeit, weitere Stufen freizuschalten mit besonderen Vorteilen, zum Beispiel Vorabzugriff auf die Videos oder Status-Updates nur für Mitglieder. Wo bin ich gerade? Was passiert live in Südamerika auf meiner Reise? Oder auch andere Vorteile. Wenn ihr da Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Und als ich zurück ins Hostel gekommen bin, war auch die Wandbemalung fast fertig und es gab was zu feiern. Denn heute ist 309 Jahre Guadalupe, also dieses Wochenende, zufällig. Und hier ist dann, wird gesungen und andere Festivitäten. Das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Ruti.